Hier wurden während der gesamten klassischen Antike alle 4 Jahre die antiken Olympischen Spiele abgehalten. Das moderne Olympia ist eine Stadt in Elis auf der Peloponnes in Griechenland, weltweit berühmt für die nahe gelegene gleichnamige archäologische Stätte. Die Olympischen Spiele wurden 1896 auf globaler Ebene wieder eingeführt, um das Ideal eines friedlichen internationalen Wettstreits um Spitzenleistungen zu ehren. Willkommen in Olympia, einem bedeutenden panhellenischen religiösen Heiligtum des antiken Griechenlands. Gefällt Ihnen das Video? Klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie, um exotische Orte und bezaubernde Geschichten zu entdecken. Das Archäologische Museum von Olympia, eines der wichtigsten Museen Griechenlands, präsentiert die lange Geschichte des berühmtesten Heiligtums der Antike, des Heiligtums des Zeus, des Vaters der Götter und Menschen, wo die Olympischen Spiele geboren wurden. Die Dauerausstellung des Museums enthält Funde aus den Ausgrabungen im heiligen Bezirk des Altis aus prähistorischer Zeit bis in die frühchristliche Zeit. Unter den vielen wertvollen Exponaten sind die Skulpturensammlung, für die das Museum am berühmtesten ist, die Bronzesammlung, die weltweit reichste Sammlung ihrer Art und die große Terrakottensammlung besonders hervorzuheben. Das Museumsgebäude umfasst Ausstellungsräume, Nebenräume und Lagerräume. Das Vestibül und 12 Ausstellungsräume enthalten im Altis ausgegrabene Objekte. Die Hauptstücke des Museums sind Hermes und der Dionysusjunge, einige Objekte aus dem Tempel des Zeus, die Nike des Paionios sowie eine Eunucho, die Phidias gehörte. Der heilige Bezirk, Altis genannt, war in erster Linie Zeus gewidmet, obwohl dort auch andere Götter verehrt wurden. Auch der Eingang zur antiken Stätte ist atemberaubend. Das Überqueren der Brücke ist wie ein mystisches Ritual. Im nordwestlichen Teil des Heiligtums und neben dem Flussbett des Kladeos befinden sich die Überreste des antiken Gymnasiums von Olympia. Historikern zufolge war dies ein Trainingsgelände für Athleten, die auf der Straße und im Fünfkampf antraten. Die Eleer, die Offiziellen der Spiele, wohnten wahrscheinlich hier, und das Gebäude wurde auch für Feierlichkeiten zu olympischen Siegen genutzt. Eines der ältesten und wichtigsten Gebäude in Olympia war das Verwaltungszentrum des politischen Lebens des Heiligtums und der Olympischen Spiele. Es war der Sitz der Richter. Die Palästra liegt westlich des Altis-Gebiets, in der Nähe des Flusses Kladeos. Sie wurde im 3. Jahrhundert vor Char als Teil des Gymnasiumskomplexes erbaut und diente zum Üben von Boxen, Ringen und Springen. Das Philippeion war ein ionisches rundes Denkmal aus Kalkstein und Marmor, ein Tholos, das Chryselefantin-Statuen von Philipps Familie enthielt. Ihn selbst, Alexander, den Großen, Olympias, Amyntas und Eurydike. Es wurde vom athenischen Bildhauer Leochares zur Feier von Philipps Sieg in der Schlacht von Chaironaia im Jahr 338 vor Char angefertigt. Der Hera-Tempel oder Heraion ist ein antiker archaischer griechischer Tempel in Olympia, der Hera, der Königin der griechischen Götter, gewidmet war. Er war der älteste Tempel in Olympia und einer der ehrwürdigsten in ganz Griechenland. Ursprünglich war er ein gemeinsamer Tempel von Hera und Zeus, dem Oberhaupt der Götter, bis ein separater Tempel für ihn gebaut wurde. Am Altar dieses Tempels, der von Ost nach West ausgerichtet ist, wird die olympische Flamme entzündet und in alle Teile der Welt getragen. Die Fackel der olympischen Flamme brennt bis heute in seinen Ruinen. Die Zanes waren Bronzestatuen des Zeus. Athleten nutzten diesen Eingang, um während der Spiele das Stadion zu betreten. Dazu mussten sie an den Zanes vorbei, einer Reihe von 16 Bronzestatuen des Zeus, die sie an die Folgen von Foulspiel erinnern. Das Stadion von Olympia befindet sich östlich des Heiligtums des Zeus. Hier fanden viele Sportereignisse der antiken Olympischen Spiele statt. Hier fanden hauptsächlich Wettläufe statt, bei denen die schnellste Person der Welt ermittelt wurde. Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 fanden hier die Kugelstoßwettbewerbe statt. Die Schatzkammern waren eine Reihe kleiner tempelförmiger Gebäude an der Nordseite des Altis. Das Haus der Nymphen war eine Wasserverteilungsstruktur, um die Massen, die die Olympischen Spiele besuchten, mit Wasser zu versorgen.
Metroon, Tempel, der den göttlichen Müttern gewidmet war. Der Altis oder Hain war der heilige Bezirk von Olympia, in dessen Grenzen verschiedene Tempel und Schreine für Götter und Helden errichtet wurden. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, wie Änderungen am Grundriss des Altis die Bedeutung des Schutzpatrons des Heiligtums, Zeus, im Verhältnis zu den anderen Göttern betonten. Die meisten prähistorischen Funde wurden am Fuße des Hügels von Kronos, dem Vater der Götter, gemacht, was darauf schließen lässt, dass sein Kult auch für das frühe Heiligtum von großer Bedeutung war. Es gibt auch Hinweise auf die Verehrung von Gaia, der Erde, und Rhea, der Mutter der Götter. Das Buleuterion oder Ratshaus, eines der wichtigsten Gebäude des Heiligtums, war der Sitz sowohl des Eleanischen Senats, dessen Mitglieder für die Organisation der Spiele verantwortlich waren, als auch möglicherweise der Hellanodikai oder Schiedsrichter. Eine Bleiwasserleitung mit der Inschrift Nea, AVG, und andere Hinweise stützen die Identifizierung des Gebäudes als das Haus des Nero, das 65 bis 67 in Kert für den Besuch des Kaisers bei den Olympischen Spielen 67 in Kart erbaut wurde, an denen er teilnahm. Diese opulente Residenz bestand aus einem geräumigen Peristylhof, der von vielen Räumen und Gärten umgeben war. Es enthielt auch mehrere Frigidarier und Caldaria Heißräume, Becken und Gärten. Das Leonidaion war eine große und luxuriöse Herberge für angesehene Besucher der Olympischen Spiele. Es befand sich am südwestlichen Rand des Heiligtums und war das größte Gebäude auf dem Gelände. Es wurde um 330 Vater erbaut und von Leonidas von Naxos finanziert und entworfen. Das Gebäude bestand aus 4 ionischen Säulenhallen mit 138 verzierten Säulen, die ein Quadrat von etwa 80 Metern bildeten. In seinem Inneren befand sich ein zentrales dorisches Peristyl mit 44 Säulen. Im späten 3. Jahrhundert in Kar wurde das noch heute genutzte Leonidaion bei einem Erdbeben zerstört und seine Trümmer wurden beim Bau der spätantiken Mauer verwendet, die die Stätte vor dem Heruler schützen sollte. Westlich des heiligen Bereichs, direkt gegenüber dem Tempel des Zeus, befand sich die Werkstatt des Phidias, wo der große Bildhauer die gigantische chryselefantinische Statue des Zeus schuf, die als eines der 7 Weltwunder der Antike gilt. Der massive Tempel des Zeus, das wichtigste Gebäude des Altis, steht genau in seiner Mitte und ist der größte Tempel auf dem Peloponnes. Viele halten ihn für das perfekte Beispiel dorischer Architektur. Im Inneren des Tempels stand die chryselefantinische Statue des Zeus, eines der 7 Weltwunder der Antike, die von Phidias um 1400 geschaffen wurde. 430 vor Ker. Die Statue, die vermutlich über 12 Meter hoch war, wird von Pausanias beschrieben und auf antiken Münzen abgebildet. Sie zeigt Zeus auf einem Thron, der in seiner linken Hand ein Zepter und in seiner rechten eine geflügelte Viktoria hält. Das Museum der Geschichte der Olympischen Spiele der Antike war einst Olympias erstes archäologisches Museum. War dieses Video hilfreich? Teilen Sie Ihre Erfahrung. Produziert von Anastasios Grekos für den Reiseguru-Kanal Tourismus. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Vielen Dank und abonnieren Sie uns für weitere Videos, einzigartige Landschaften und exotische Bilder.